Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie man ein Punktschweißgerät selbst baut. Ich werde es am Beispiel eines solchen zweipulsigen Punktschweißcontrollers demonstrieren. Links zu allen Komponenten findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr alles, was ihr braucht, über die Links bestellen. Außerdem benötigen wir einen Transformator. Ich habe darüber bereits im letzten Video gesprochen. Ich habe einen gewöhnlichen, großen sowjetischen Transformator, da ich keinen Mikrowellentransformator hatte, den die Leute normalerweise verwenden. Aber ich denke, dieser wird auch funktionieren. Die Sekundärwicklung habe ich aus einem 35 mm Quadratkabel gemacht. Ich habe etwa 2 Meter davon gekauft, und das reichte, um 3 Windungen zu wickeln. Und ich habe auch solche Klemmen aus Kupferrohr gefertigt. Den Griff habe ich bei AliExpress gekauft. So einer ist im Prinzip gut geeignet, er kommt mit einem Entschalter. Das heißt, wenn ich mit den Elektroden drücke, wird der Entschalter ausgelöst und gibt ein Signal an das Punktschweißgerät bzw. an den Controller über diese Kabel. 2 Drähte werden beim Drücken kurzgeschlossen. Also, der Entschalter ist vorhanden. Wenn ihr es zum Beispiel ohne Entschalter verwenden möchtet, einfach so, könnt ihr selbstgemachte Elektroden verwenden, dann könnt ihr so ein Pedal benutzen, ein Fußpedal. Dann schließt ihr die Kabel von hier an den Controller an, und beim Drücken wird es ausgelöst, das heißt, ihr tretet mit dem Fuß darauf, drückt, und das Signal wird an den Controller gesendet. Und jetzt zeige ich euch, wie das alles angeschlossen wird und demonstriere, wie es funktioniert. Unser Controller besteht aus 2 Platinen. Das ist die Leistungsplatine. Hier ist ein 100A Thyristor. Es gibt auch solche mit 40A, aber es ist besser, einen mit 100A als Reserve zu nehmen. Aber 40A funktionieren auch mit diesem Transformator, also funktioniert auch der 40A Thyristor. Und das Display. Es kommt direkt mit einer Regelung. Hier dreht sich so ein Drehknopf, und damit stellen wir die Parameter ein. Und er ist drückbar. Das heißt, die Parameter werden durch Drücken umgeschaltet, und durch Drehen ändern wir die Werte. Die beiden Platinen sind mit einem solchen Flachbandkabel verbunden. So wird es angeschlossen. Und was wir noch brauchen werden. Wir benötigen noch einen Transformator. Das ist ein Leistungstransformator. Das ist ein kleiner für 9 bis 12 Volt, man kann ihn von 9 bis 12 Volt verwenden. Wir brauchen ihn zur Stromversorgung des Moduls selbst. Er wird mit Wechselstrom betrieben, deshalb wird genau ein Transformator benötigt. Kein Schaltnetzteil, wie sie jetzt in Handy-Ladegeräten verwendet werden, sondern ein solches mit Spule, da es speziell für Wechselstrom sein muss, damit es funktioniert. Er wird an diese Klemme angeschlossen. Hier gibt es 2 Kontakte. Diese dienen zum Anschluss der Stromversorgung. Das heißt, diese beiden Kabel. Das ist der 12 Volt Ausgang. Ein Kabel wurde eingesteckt. In die zweite Öffnung stecken wir das zweite Kabel. Die anderen beiden Kontakte sind für den Anschluss. Entweder dieses Endschalters, der beim Drücken auslöst, oder eines Fußpedals vorgesehen. Diese beiden Kontakte, das heißt, ich schließe die Kabelenden der Endschalter hier an die zweiten beiden Kontakte. Nun werden wir den Leistungstransformator an den Controller anschließen. Hier haben wir einen 100A Thyristor. Über ihn wird die Stromversorgung laufen, um Zeit und Leistung steuern zu können. Hier ist die Primärwicklung des Transformators. Ein Kabel führen wir einfach direkt von der Steckdose zur Stromversorgung. Hier ist die Klemme. Auf ein Kabel drücken wir einfach. Die Stromversorgung geht direkt zum Transformator. Und über das zweite Kabel wird es über den Thyristor laufen. Hier gibt es den Kontakt L-Out. Das ist der Ausgang. Hierher kommt die Stromversorgung von der Steckdose, und hier ist der Ausgang. Hier gibt es 2 große Flächen. Die Kabel können später angelötet werden. So an die Klemme. Wenn Sie es dauerhaft montieren, können die Kabel einfach an diese beiden Flächen gelötet werden. Ich ziehe die Klemme fest, damit es eine zerlegbare Variante ist. Falls ich noch einen anderen Controller ausprobieren möchte, es gibt da noch andere Typen, dann kann man es später zerlegen und einen anderen anschließen. Und hier müssen wir die Stromversorgung von der Steckdose zuführen. Deshalb nehmen wir eine Klemme. Auch diese ziehe ich fest. Hier geht das Stromkabel direkt von der Steckdose oder über einen Schalter. Ich habe den Schalter noch nicht installiert. Wir stecken einfach den Stecker in die Steckdose.
So, festgezogen. Und wir schließen hier die Klemme an. Und wir versorgen auch diesen Transformator, der für die Stromversorgung des Controllers zuständig ist, mit Strom. Auch diesen schließen wir hier an. Ein Kabel ist 0, das andere ist Phase. Es spielt keine Rolle, welches wohin kommt. Es ist Wechselspannung. So, alles ist bereit, alles ist angeschlossen, man kann es bereits benutzen. Jetzt werden wir die Stromversorgung einschalten. Das schiebe ich mal zur Seite. Hier werde ich später noch ein Gehäuse hinzufügen, ein Display installieren und alles darin verstecken, es wird schön und ordentlich aussehen. Und nun schalten wir die Stromversorgung ein und sehen, wie alles funktioniert. Beim Einschalten der Stromversorgung leuchtet das Display auf. Und man kann sehen, welche Parameter wir hier haben. Es befindet sich im Standby-Modus. Wir sind ins Einstellungsmenü gegangen. Um hierher zu gelangen, muss diese Taste gedrückt gehalten werden. Die Zeit des ersten Impulses. Wir gehen hinein, und wir können einstellen 90 Maximum, von 0 und bis 90. Hier stellen wir den ersten und den zweiten Wert separat ein. Nach dem Drücken stellen wir den zweiten Wert ein. Standardmäßig war es 10. Ich lasse es so, da ich es noch nicht ausprobiert habe und nicht weiß, wie es sich bezüglich der Leistung verhalten wird. Wir sind zurückgegangen. Durch Drehen wechseln wir die Modi. Das heißt, hier können wir C, das ist die Leistung des ersten Impulses. Standardmäßig sind 65 eingestellt. Wir können auch hineingehen, anpassen, erhöhen, verringern, aber ich lasse alle Einstellungen vorerst auf Standard. Wir gehen ebenfalls raus. Und wechseln zu T2, das ist die Zeit des zweiten Impulses. Auch hier können wir den Wert, danach die Leistung des zweiten Impulses. Hier ist C2 standardmäßig auf 80 eingestellt. Und der Intervall, das ist der Abstand zwischen den Impulsen. Auch hier sind 10 X, das sind 2 Nullen, das sind unsere Einstellungen der ersten Variante. Wir können 1, 2, 3 Wellen, also 4 verschiedene Varianten speichern. 5 verschiedene Varianten. Das heißt, für verschiedene Bandtypen oder verschiedene Akkus können wir zum Beispiel, das hier ist unsere 0 Parameter. Danach können wir bei X1 bereits andere Parameter wählen, um nicht jedes Mal neu einstellen zu müssen. Zum Beispiel für die Banddicke, können wir es unter einem anderen Wert speichern und dann einfach durch die verschiedenen Programme blättern. Hier können 5 Programme gespeichert und für eine schnelle Einstellung verwendet werden. Und Exit blinkt, wir drücken es, und wir kehren wieder in den Standby-Modus zurück. So, wir nehmen eine Metallunterlage, denn selbst durch sie brennt es die Unterlage durch, um nicht zu viel zu beschädigen. Wir nehmen ein Nickelband. Da ich es noch nicht an Akkus ausprobiert habe, versuche ich, das Band miteinander zu verschweißen. Ich habe hier dieses 0,2 mm dicke Band. Vernickelt, das heißt, es ist Metall, das einfach oben mit Nickel beschichtet ist. Und ich habe auch noch ein dünneres. Jetzt versuchen wir, diese Nickelplättchen zu verschweißen. Das sind die dicksten, 0,2 mm. Ich habe es bereits versucht, und die Parameter sind zu stark eingestellt, deshalb hat es sich zusammen mit der Unterlage verschweißt. Man kann es nicht einmal abreißen. Es ist fest verschweißt. Deshalb werde ich jetzt in den Einstellungen die Impulszeit zunächst etwas reduzieren. Wir gehen hinein, reduzieren. Hier gehen wir rein. 0.
und stellen zum Beispiel wie viel ein. 0,7, das ist die Zeit des ersten Impulses. Und den zweiten stellen wir auch auf 0,7 oder die Leistung muss reduziert werden. Im Allgemeinen weiß ich es noch nicht. Das alles wird empirisch eingestellt und ausprobiert. Мощность первого поставим 45, а второго поставим 60. Und danach werden die optimalen Parameter ausgewählt, so, eingestellt. Wir speichern diese Einstellungen. Gehen raus. Und versuchen zu schweißen. Ich lege ein Plättchen auf das andere und drücke. Es schweißt auch zu stark. Das muss noch weiter reduziert werden. Aber es ist bombenfest verschweißt, man kann es nicht auseinanderreißen. Es muss noch weiter reduziert werden. Also, gehen wir in die Einstellungen. Die Leistung des ersten stellen wir auf 45 und die des zweiten verlassen. Я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.